Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise mit mir, Dejef, und im Gegensatz zur letzten Aufnahme, wo ich eigentlich gesagt habe, ich mache das Spiel jetzt zu Ende und dann nicht zu Ende gemacht habe, mache ich in dieser Aufnahme das Spiel höchstwahrscheinlich zu Ende. Weil letztes Mal weil ich gedacht habe, dass wir kurz vorm Ende sind, so ein bisschen die Lust verlassen, als ich dann gemerkt habe, dass wir dann doch nicht kurz vorm Ende waren. Und deswegen habe ich laufe eigentlich richtig, aber ich wollte eigentlich nochmal zurück. Und deswegen habe ich halt aufgehört, die letzte Aufnahme. Weil ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt sowieso nicht Ende mache, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Beziehungsweise wenn jetzt nicht direkt Ende ist, dann habe ich auch keine Lust mehr. So habe ich gedacht, ich gehe hier nochmal zurück, weil ich letztes Mal keine Lust hatte, mit den Leuten zu sprechen, aber diesmal habe ich Lust, mit den Leuten zu sprechen, deswegen tun wir das. Deswegen gehe ich auch noch komplett zurück, wo wir dann eben herkamen in der letzten Folge, was aber doch ein ganz gutes Stück war, dass ich dann da nochmal gelaufen bin. Ja, hier ist dann das Inn und so. Da können wir jetzt gleich mit den Leuten reden, aber zuerst schauen wir uns diese Sequenz hier an. Also, wir tun jetzt so, lalala, ich komme hier raus, oh, hier sind ja Leute, mit denen ich reden kann. Aber erstmal schauen wir uns diese Sequenz an. In one sense, when all is said and done, perhaps I have been a slave this whole time too. You, a Renan lord? How do you figure that exactly? I was complicit in the Renan system, bound by its values, resigned to being swept along, without the resolve to take a stand. And when I realized the severity of my mistake, all I longed for was punishment. A lord. And yet my first instinct was to place my fate in the hands of others. I think I can relate. I couldn't stand watching my people bow and scrape their way through life, but I didn't know what else I could do about it either. The ability to think for yourself and be your own master. That's what separates a slave from a free person. At least, that's what Law's dad Zephyr used to say. Zephyr taught me how to fight. But in doing so, he also taught me how to live. Even if it means stumbling along the way. If it's on a road of our own choosing, free of regret. Why, that's the road of freedom. Or, to put it another way, so long as his heart is compromised, even the loftiest of kings is no freer than a slave. I think I finally understand now. This Zephyr character sounds like he was a wise man indeed. I only wish I could have met him. There's just so much I wish I could ask him, especially now. I wonder, have I been correctly carrying on the torch that he passed to me? Ein neuer Anfang. Noch eine Sequenz. How long have you known? Known what? About the darkness I carry inside me. You seem to have been aware of it for quite some time now. Why ask me now? What does it matter? But yes, I have. I've pretty much known that something was gnawing at you ever since we left Menancia. So basically since the very start of our journey then. Just when I thought I couldn't feel more ashamed. Leave the past where it belongs. We have no need for it now. You're forging ahead. That's what matters. If my brother could see you, he'd be proud. Not as proud as he would be of his sister, I'm sure. Well then, just as well it's not a competition, huh? Nestflüchter. Noch eine Sequenz. Kisara? Anyone at home in there? Sorry. Did I look distracted? Among other things. To be entirely honest, I couldn't tell whether you were smiling or frowning. You were thinking about Dohalim, weren't you? That obvious, huh? I was just thinking how good it is to see him moving forward at last. It was always so infuriating, knowing how capable he could be if he just put his mind to it. A prisoner trapped in a cage of his own self-doubt. But now, he's finally beginning to spread his wings. I'm happy for him. So, then why do you look so sad? Oh, I don't know if I'd say sad.
There's a bittersweetness to it, I guess. It's good and strange, knowing that he won't be needing me anymore. It probably sounds weird, doesn't it? I have this massive worry off my mind. I should be jumping up and down for joy, right? Must be that maternal instinct of yours at work. Rinwell's right. You're like a mother bird, finally letting go as her child takes his first shaking and nervous flight from the nest. A pretty big child. That's one way to look at it. I wouldn't like to see Dohalim's face if he heard you say that. All this has made me realize I can't allow myself to become a prisoner of my own making like he was. If Dohalim can forge his own path ahead, then I can too. I won't be left behind. Okay. Gut, das waren alle Sequenzen. Ich wollte was sagen, ich hab's vergessen. Ah ja, die letzte Aufnahme, da waren sehr viele, also ich habe 3 Folgen aus dieser Aufnahme rausbekommen und da waren sehr viele Folgen, wo wirklich nur gelabert wurde. Wo es sehr viele Sequenzen gab und halt sehr viel Gelaber. Was ist hier los? Wenn seine Lordschaft uns versichert, dass kein Anlass zur Sorge besteht, genügt mir das. Und ich hoffe einfach, dass das nicht öfter vorkommt, dass zu viel Story und zu wenig Gameplay dann da ist. Aber ist halt ein storylastiges RPG, was will man da machen? Ich habe in meinen langen Jahren viel gesehen, aber ich hätte nie gedacht, dass am Ende ein Lord in Lenegis den Tag rettet. Es wird Zeit brauchen, bis die Wohnviertel repariert sind, aber jetzt herrscht in der Stadt wenigstens wieder Ruhe. Aber dennoch mit anzusehen, wie er statt des Herrschers die Verantwortung übernahm, vielleicht gewinnt er diesen Kampf um die Krone. Das war also alles, was für eine Erleichterung. Ja, das war alles. Dieser Lord Dohalim, was für ein Prachtkerl. Ich lernte ihn als Kind einst kennen, damals war er ein völlig anderer Mensch. Ich bin immer noch schockiert von seiner Rede, was er sagt, war praktisch eine Verleugnung der Ordnung für die Lords und Herrscher eintreten. Okay. Okay, dann gehen wir hier längs, schön auf die Karte gucken, ob hier Leute sind, mit denen ich reden kann. Soweit ich das mitbekommen habe, waren da jetzt nicht mehr Leute, die ich bequatschen kann, aber hier sind welche. Es gab viele Schäden, aber jetzt, wo die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, bin ich zuversichtlich, dass alles wieder gut wird. Seine Exzellenz Lord Dohalim appelliert an uns, zusammenzuarbeiten. Wir sollten überlegen, was wir tun können, um die Stadt zu helfen. Ich finde auch, Dohalim ist so an mir gewachsen, also he grew on me, denke ich gerade im Englischen, ich habe mehr Gefallen an ihm gefunden, an den Charakter Dohalim. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, dass er ein verzogener Bengel wäre. Ich glaube, ich habe das Wort Arschloch genutzt und nicht Bengel. Oder verwöhnt, keine Ahnung, dass er halt auch seine eigenen Klamotten nicht richtig anziehen kann und sowas. Und dass er halt irgendwie nur Scheiße labert und eigentlich kein richtiger, also kein vollwertiges Mitglied irgendwie ist, meiner Meinung nach, dass wir den irgendwie nur hinterher schleppen. Und so hatte ich das Gefühl. Ich bin froh, dass Lord Dohalim in Lenegis Frieden und Ordnung wiederhergestellt hat. Von einem unseren eigenen Lords hätte ich nicht weniger erwartet, es gab wohl doch keinen Grund zur Sorge. Aber dieses Gefühl habe ich nicht mehr, also auch weil Dohalim als Charakter gewachsen ist, also deswegen mag ich ihn wahrscheinlich so viel mehr mittlerweile. Ich würde fast sagen, dass er mein Lieblingscharakter ist. Aber ich weiß noch nicht so genau. Ich müsste vielleicht das Spiel jetzt mal zu Ende spielen, damit ich weiß, wer mein Lieblingscharakter ist. Auch wenn ich Dohalim sehr mag und Kisara auch. Vater, was meint Lord Dohalim, als er in seiner Rede von Solidarität sprach? Warte, was stand da? Gesprochen hat, das war das Wort. Ehrlich gesagt bin ich selbst nicht so sicher, was genau er damit meinte. Aber ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass wir über unsere Klassenunterschiede hinwegsehen und diese Stadt gemeinsam wieder aufbauen sollen. Klassenunterschiede, du meinst, wir sollen die Kasten- und Familiengeschlechter vergessen? Ganz recht, mein Sohn, die Welt ist Zeit eines Lords. Wir alle würden gut daran tun, über seine Worte nachzudenken. Oh, das ist ja nett, dass die schon das quasi jetzt schon
Geradezu abscheulich. Ach, ich habe gerade nur etwas über Volran gelesen. Kann ich euch helfen? Wir gehen dann mal weiter. Kein großer Anhänger von ihm. Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Ova Gilhildes. Nicht so plötzlich auf der Oberfläche geschoben, wohl noch immer. Ich glaube, das ist dasselbe, was er damals gesagt hat. Ich habe nicht geguckt, ob da ein Häkchen war. Ich glaube, da war kein Häkchen, weil ich mit dem... Aber das war dasselbe, was in der Quest gesprochen wurde. Es ist erstaunlich, wie rasch seine Exzellenz Lord Dohalim wieder für Ruhe sorgte, indem er einfach Solidarität in Zeiten dieser großen Krise zeigte. Er ist Lord, oder der vom Haus Ilkaras abstammt, oder? Ich muss zugeben, einige Dinge, die er sagt, waren ziemlich radikal. Vielleicht, aber er wirkte auch würdevoll und voller Selbstvertrauen. Wenn du mich fragst, sollte ihn sich jeder Renäer zum Vorbild nehmen. Hast du nicht gehört, was Lord Dohalim gesagt hat? Hör auf, sofort zu kämpfen. Bezeugung, es war nicht meine Absicht, mich den Wünschen seiner Exzellenz zu widersetzen. Geht es Ihnen gut? Sie sind doch nicht etwa verletzt. Sollten Sie mit mir reden? Ich komme aus einer unteren Kasten, wissen Sie. Unfug ist es, wie seine Exzellenz sagte, in der Stadt herrscht eine Krise. Räume unsere Unterschiede beiseite und helfen einander. Ich glaube, der schwärmende Mann ist der so gerade am Ausrasten ist. Mit euch habe ich quasi schon geredet. Was ist mit dir? Ich fühle mich deutlich besser, nachdem ich Lord Dohalims Ansprache mit anhörte. Du hast nichts zu sagen. Du bist auch von der Quest. Dieses Gebiet unterliegt der... Wir gehen dann mal weiter. Oskaneris. Oskaris eher. Ich bin so froh, dass die Dinge langsam wieder ihren gewohnten Gang gehen. Ich auch. Zum Glück übernahm Lord Dohalim im richtigen Moment die Verantwortung. Aber eines besorgt mich, wie konnte der Herrscher verhindert sein, wie er ausdrückte, und was macht Dohalim hier in Lenegis statt auf Dana? Er kam vermutlich auf Geheiß des Herrschers her, um die Situation zu Ende zu bringen. Das muss es sein, andernfalls hätte er gewiss eine andere Art von Erklärung, weshalb er seinen Posten verließ. Vielleicht, weil er nicht mehr Lord ist und einfach hierher kam. Feierabend. Ich muss mal kurz eine Pause machen. So, weiter geht's. Ich wurde angerufen. War nicht wichtig. War Quatsch. Deswegen mache ich weiter. Sind hier irgendwo Leutchen? Hier, ums Eck ist jemand. Du bist aber auch nur einer von den Leuten, die über irgendein Haus labern. Von der einen Quest da. Wie es scheint, sind die Zeuge wieder unter Kontrolle, zum Glück. Ich habe keine Ahnung, warum sie so durchgedreht sind, aber bald sollte sich alles aufklären. Mit dir haben wir schon gesprochen. Lord Dohalim war fantastisch, alle hatten solche Angst, aber er hat sie nur beruhigt. Bis heute habe ich noch nie einen Lord gegenübergestanden, er sah so vornehm aus. Allerdings, nicht ohne Grund bewundert jeder unsere Lords und will später genau wie sie wären. Okay, du? Wer hätte gedacht, ein Lord ist zur Stelle, um das Problem zu lösen, aber er ist wirklich sicher, für ihn fern von seinem Reich zu sein? Das ist gewiss ungewöhnlich, aber Lord Dohalim hat die Situation gut erklärt. Ich für meinen Teil bin froh, dass er hier war, um uns zu helfen. Wir sind alle froh, dass es Dohalim gibt. Finde ich schön. Oh, ich hoffe, das Kind ist am Schlafen. Mir scheint kaum weniger neue Verletzte rein. Ich kann mich hier auf die Behandlung der Leute konzentrieren, die es nötig haben. Ich hoffe, das Kind ist am Schlafen. Oder nur erschöpft oder sowas. Und nicht tot in der Ecke am Liegen. Moin. Wie seine Exzellenz Dohalim, will ich sagen, aus irgendeinem Grund. Wie seine Exzellenz Lord Dohalim versprach, wurde der Reaktor repariert. Für das Erste ist die Stadt wieder sicher. Ich habe nur was geguckt, ob die Tür zu ist, weil sonst hört man mein Gelaber im ganzen Haus. Entschuldige die Störung. Okay. Das waren, glaube ich, dann alle. Oder hier könnt vielleicht noch... Ja, ihr vielleicht? Nein. Auf der Karte du. Ich war überrascht zu hören, dass der Kernreaktor der Stadt hinter all den Schwierigkeiten steckte, aber die Sache ist jetzt wohl unter Kontrolle. Wo... Ach, das hier ist eine Tür. Gut. Ich dachte, wie komme ich jetzt weiter?
Mein Raumschiff ist noch da, okay. Aber hier war ja auch noch eins. Wie ist das da? Irgendwie finde ich das nicht gut, dass da ein Raumschiff ist. Nicht, dass da mir einer hinterherkommen will. Okay, auf eine Arena. Dann holen wir mal. Jungs, Mädels, auf geht's. I thought we'd find answers on Lenegis, but we just ended up finding more questions. You can say that again. And now we have more problems to fix too. Like figuring out how to reform Lenegis. That can wait for now. We've got more than enough on our plates to deal with as it is. Like figuring out who's really running the show on Rena. Yeah. Which is why we're going to the Renan homeworld. All the answers we've been looking for are on that planet. The person responsible for all this. The Red Woman and the Renaissance. The answers have to be there. Are we prepared to finally find them? So, what do we do first when we get there? We know nothing about the Renan homeworld or what we might face once we arrive. We should get a feel for how things are on the ground before we take any serious steps. It's also entirely possible that the first thing we're going to face is an attack. If we come across a capital, we should... Was? What the fuck? Die sind mich verarschen. Kampf? Das ist ein bisschen mehr als vorher. Wir sind's 5. Was machen die? Was machen die? Okay, das sind mehr als 5. Und was ist gerade passiert? Unser Raumschiff ist flöten gegangen. Mit uns drinne. Wo zum Henker sind wir jetzt? Damn! The hell just happened? Our course has been altered. The coordinates are pointing to a different destination. Was denn? What's that? The ship's controls aren't accepting my commands. The engine is being shut down. That's bad, Oh right? shit. Quite bad. We've lost control of the ship. Is all of this the Red Women's doing? Are they trying to finish us off before we can land? Everyone! Look there! Was denn? Was denn? Was seht ihr? Ja. Das ist Rena. Holy shit. Rena ist kein Planet. Sondern einfach irgendwie so ein Stück Felsen. Rena existiert gar nicht wirklich. Und es kriegt... Oh scheiße, und die saugen da wieder die Astralenergie von Dana ab. Oder was passiert da? Ja, die Astralenergie wird wieder nach Lenegis geschickt. Und von dort aus nach Rena. Und dann dahin? Was passiert da? Ist das eine Blume? Das sieht aus irgendwie wie eine riesige Blume. What the fuck? Was ist da gerade überhaupt und alles? A flower blooming out of Rena? But that flower looks like it's absorbing all of Dana's energy.
And it appears Lenegis is serving as a conduit for that energy to reach here. Could that have been its true purpose all along? If that's true, do you think the people back on Lenegis are all right? We can only pray that they are. Damn it. Ich will nur kurz unterbrechen und sagen, die sind ja öfter mal mit Raumschiffen von Lenegis nach Dana geflogen. Hat das keiner gemerkt, wie Rena aussieht? Hat das keiner gemerkt? Hat das keiner gemerkt? Ich mach mal weiter. Ich bin verwirrt. Haven't they taken enough already? When is this going to end? A flower of oblivion. With everything that's happening, we need to get back to Lenegis. Is the ship still offline? Unfortunately, yes. Even more so than when it lay dormant. Can you fix it? Starships are extremely complex machines. One wrong move while we're out here in space could very well cost us our lives. So what? We're just stuck inside here, floating around? For how long? Keine Panik I jetzt. don't believe this. We've made it all this way, and now we're stuck here? We're watching Dana die before our eyes, and we have no choice but to sit here and starve to death? Law, calm down. You're not the only one who's worried here. Right. Sorry. It's still too early to give up. There has to be a way to get out of this. Alphen. Oh shit, was war Now das denn? what? The starship, it's back online? No, this is different. Something is pulling our ship in towards it. Wohin? Wer zieht uns wohin? Zu Lenegis? Ja, aber... Warte, ist das Lenegis? We managed to get moving, but where are we? It looks like Lenegis in here. Do you think we might run into more Renans here? Or those red women? Perhaps. Someone brought us here. The question is, who? We haven't been ambushed, so that probably means they aren't hostile. Still, why would anyone want to bring us here? Ja, einfach weitergehen und Hey, gucken. Shion! If they wanted to attack us, they could have done so while we were back on the starship. We should see where this path takes us. Die hat recht. War das Lenegis? Ich bin mir nicht genau sicher. Erkunde die Gegend, außer Reichweite. Erstmal diese Sequenz hier anschauen. Shion, just in the nick of time. Here, lend me a hand while I... No! Idiot. What the... Oh, right. The thorns. My bad. No, I'm the one who should apologize. I overreacted. Again, Law? Can't you even go a minute without putting your foot in your mouth? Seriously, it's fine. I'd rather that than people feeling like they're walking on eggshells around me. Besides, I'm the one who should be vigilant about not touching you guys, not the other way around. Actually, I've been meaning to ask. Not being able to touch people. Does it ever get lonely sometimes? Was ist das für eine I never Frage? really thought about it in those terms. It was either accept it for what it was or come undone. Before long, it was just part of my everyday reality. I think I even forgot there was another way to live. Which isn't to say I didn't feel alone. I did. Always. So numb to your reality, you couldn't even recognize it as loneliness? I don't know how you managed. It's fine. I know I'm not alone anymore.
But I can't even touch you. No way of lending you a shoulder when you're down? Even Alphen. I appreciate the concern. Until I get rid of these thorns, I guess I'll have to put up with it just a little longer. But not forever. Alphen promised me that. Maybe it'll be soon, maybe it won't be. But either way, the day will come. And I'll be ready when it does. Yeah, just hang in there. One day, we'll share a big warm hug. You'll see. I promise. Die Stimmung aufhellen. Auch eine Sequenz. Ist er am Weinen? Boo! Ah, what the? Are you out of your mind? This isn't the time for games, Rinwell. Oh, come on. How am I supposed to resist with you looking all jittery like that? It's called experiencing feelings appropriate to the situation. You ought to try it sometime. Yeah, but seeing you act all nervous, you're making me start to feel nervous too. Oh, sorry. Staying alert is important, but too much caution can cloud your judgment. Try to strike a balance. Okay. Was ist hier los? I Ich still hätte can't get versuchen over können. what we saw happening outside the starship. Yeah. Was ich sagen wollte, ich hätte auch versuchen können, den anderen Weg zu gehen. Our planet's really not doing too hot right about now. I've only ever seen Rena from the surface of Dana, so I figured it was just another round planet like ours. Still though, I never would have imagined Rena actually looked like that. And what's the deal with that giant flower coming out of it? Beats me. I have absolutely no clue. It's so surreal. It looks like a broken egg or something. Rena and Dana. We were taught that both worlds were spherical bodies that floated amongst the stars in the heavens. But to think that they lied to us not only about the Sovereign and the Crown contest, but also the form of our own planet. Dohalim. Okay, who's the wise guy that summoned us here? Someone formidable enough to bring our starship along with us. They must be here somewhere. Let's find them. Das Raumschiff Fallen Knights ist nicht in der Lage loszufliegen. Und noch eine Sequenz. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht so viel Story in einer Folge haben und so wenig Gameplay, aber was willst du machen? That beam of light joining Dana and Rena. It was the Renan side that it first came from, right? That's what it looked like. And then the Danon side responded. Perhaps it was some kind of directive from the Renan homeworld? To reawaken the Wedge and Lenegis? Which would mean that whoever's behind all this is on Rena after all. But what are they after? Is it really worth going through all this trouble just to steal Dana's energy? Try to stay calm. With so many factors we don't understand, dwelling on it won't get us anywhere. What is it? No, it's just... Zephyr once told me the same thing. So much for me making progress, huh? You made it this far, didn't you? You notice something, you change it. That's all anyone can do. But you can't stand still in the meantime. Okay, ja, hier, da sind keine Türen, ne? Da sind einfach nur Dinger. Wände, nennt man das vielleicht auch, habe ich mal gehört. Versuchen wir erstmal mit dem Fahrstuhl. Okay. Gehen wir jetzt zur unteren Ebene. Diese Etage ist nicht zugänglich. Okay, die mittlere Ebene. Dann versuchen wir mal die obere. Aber nicht zugänglich. Flug- und Landebereich, da waren wir ja gerade. Huch, ich kann ja springen. Das vergesse ich manchmal in dem Spiel, dass ich das machen kann. Außerhalb von Kämpfen, dass ich einfach springen kann. Kann es sein, dass wir ein bisschen nah an Alphen dran sind? Also von der Kamera her. Dass das irgendwie... Normalerweise sind wir doch ein bisschen weiter weg von ihm.